Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und wir sind heute ein letztes Mal im Durmitor Nationalpark in Montenegro unterwegs. Ja, und dieses Mal haben wir uns eine Strecke ausgesucht, die zur Eishöhle führt. Genau, also nochmal so ein richtig schönes Highlight zum Schluss. Sehr anstrengende Tour, wir sind auch schon mittendrin. Aber wunderschön. Genau, bisher ziemlich geil. Ja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg zur Eishöhle ist und wie man von da wieder runterkommt, Dann bleibt dran und wir sehen es uns zusammen an. Unsere letzte Tour im Durmitor Nationalpark startete am Ivan Do, einem meist stark frequentierten Parkplatz, der hauptsächlich als Ausgangspunkt für einen kurzen Spaziergang zum Schwarzen See genutzt wird. Wir folgten aber nicht dem touristischen Fußgängerweg, sondern hielten uns gleich rechts und begannen nach wenigen 100 Metern den Aufstieg. Der Anstieg war von Anfang an gleich ziemlich steil. Über Wurzeln und Felsen ging es fröhlich schwitzend und nahezu geradeaus bergauf. Zunächst durch Nadelwald, später durch Laubwald. nach langen, anstrengenden Höhenmetern traten wir unter dem Blätterdach des Waldes hervor und es ging durch Buschwerk weiter. Hier sollten wir auch wieder unfreiwillig einen vierbeinigen Begleiter einsammeln, der uns ein wenig bergauf begleitete. Tobi musste feststellen, dass es mit sperrigem Rucksack teilweise etwas schwierig war, sich durch das Buschwerk zu schlängeln. Ach, Scheiße, wird noch besser. So schlimm ist es doch noch gar nicht. Es ist doch sehr komfortabel noch. Ja, wenn man so schmal ist wie du. Musst dich mehr bücken. Erstes kleines Highlight auf der Tour war eine verlassene Schäferhütte, Katun genannt, für die wir gern ein paar Extrameter in Kauf nahmen und sie auch von innen inspizierten. Gut, dass wir an diesem Tag schönes Wetter hatten. Das Dach sah nicht mehr allzu wetterfest aus. Von nun an wurde der Weg felsiger und auch stetig anspruchsvoller. Vor uns konnten wir auch schon unser Ziel erahnen. Der Oblak Lava tauchte auf, an dessen Rand sich die Eishöhle befindet. Von nun an hieß es vornehmlich kraxeln und klettern. Wo ich mich abmühte, machte Anne es jedoch mit links.
preistreibendem Anstieg hatten wir es geschafft. Wir erreichten die Eishöhle. Der Zugang zu derselben war jedoch gar nicht mal so einfach. Es ging recht steil über lose Erde und kleine Steinchen bergab, eine recht rutschige Angelegenheit. Und die als Sicherung würde ich die Seile am Fels eher nicht mehr durchgehen lassen. Deswegen war für mich am Beginn des kleinen Schneefeldes auch schon Schluss mit dem Abstieg. Der Einblick in die Höhle war dennoch auch von hier super und für diesen seltenen Anblick lohnte all die Plackerei bergauf. Neben dem Einblick in die Höhle ist auch der Ausblick von derselben nicht zu verachten. Nachdem wir einige Zeit an der Höhle verbracht und den Ein- und Ausblick genossen hatten, machten wir uns an den Abstieg. Bergab ging es auf einer anderen Hangseite mit etwas weniger Kletterei als bergauf, aber trotzdem fordernd. Um kleinere Kletter- und Geröllpassagen kommt man auf dieser Tour nicht herum. Auf einem großen Felsen fanden wir eine Wegmarkierung der besonderen Art. Es wurde Bier versprochen. Da dies ohnehin unsere Richtung war, folgten wir dem Pfeil neugierig weiter bergab. Kurze Zeit später trafen wir wieder auf eine, diesmal noch in Gebrauch befindliche Schäferhütte. Hier gab es auch Getränke. Oder hätte es gegeben, wenn der Schäfer da gewesen wäre. Ab hier ging der Weg vergleichsweise entspannt weiter. Zunächst durch ein kleines Tal und etwas später trafen wir auf die Weggabelung, an welcher sich am Morgen unser Weg geteilt hatte. Auf den letzten Metern hatten wir auch wieder etwas Begleitung. Dieses Mal war der Hund allerdings nicht ganz so klein. Die Tour als krönender Abschluss unserer Wanderwoche war gut gewählt. Der Weg war anspruchsvoll mit Gestrüpp, Geröll und Klettern sowie vielen Höhenmetern auf vergleichsweise wenigen Kilometern. Auch kulturell war etwas geboten in Form der alten traditionellen Schäferhütten und nicht zu vergessen natürlich die Eishöhle selbst.
Uralt, einsam und geheimnisvoll inmitten der Bergwildnis. Ein Erlebnis, das definitiv in Erinnerung bleibt. Ja, da haben wir es fast geschafft. Noch ein paar letzte Meter zum Auto. Die Tour war super. Man braucht etwas Ausdauer, muss man dazu sagen. Die Wege sind fantastisch, sind schmal, sind steinig. Man hat ein paar Kletterstellen dazwischen. Die Aussicht fantastisch. Also ich habe nur Gutes zu berichten. Trotzdem Schwierigkeitsgrad. Ja, also es war anstrengend. Es ging über Stock und über Stein, so die Wand hoch. Eishöhle natürlich top. Ja, also wenn man trittsicher und fit ist, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und da ist es auch nicht so schlimm, dass man nicht auf den Gipfel hochwandert. Die Eishöhle ist es echt wert. Ist gut. Ich wollte eigentlich heute auf den höchsten Berg hier des Landes, den Bobrotov, gucken, aber dann kam sie. Gipfel gibt es hier doch so viele, aber Eishöhlen hat es hier nur eine. Naja, dann. Ja, was soll ich sagen? Sind wir jetzt halt zur Eishöhle gelaufen. Genau, habe ich euch die Eishöhle beschert. Genau. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder soweit von uns. Jetzt hat sie wieder einen Hänger. Nein, Ja. ich habe Angst, dass ich wieder das vergesse, was du immer Ach willst. so, gut. Dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh Gott. Nein, ich filme hier nicht beim Klettern. Keine gute Idee. Ich bleib einfach mal einen Moment stehen. Was Mediterranes. Oh, es war glatt. Ich glaube, wenn du irgendwann mal wirklich den Abhang 200 Meter runter machst, das Einzige, was man von dir hören wird, Wieso? Bin ich dir zu leise?